Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute geht es endlich am Opel mal weiter. Leider haben mich ja die anderen Sachen so ein bisschen Zeit gekostet. Hier, wie gesagt, habt ihr es ja mitbekommen, das ganz große Problem. Aber ich will mich davon jetzt nicht runterziehen lassen und jetzt endlich mal am Opel weitermachen. Stehen geblieben bin ich ja bei der Verkabelung von der Frontstoßstange. Wie wir sehen können, habe ich die Kabel hier alle erneuert und entsprechend mit solchen wasserdichten Steckern versehen, sodass man jetzt komplett einfach die Frontstoßstange an- und abbauen kann. Da hatte der oder die Werkstatt wahrscheinlich vorher, die dran war, das ja direkt fest verbunden. Ist natürlich schön einfach, aber wenn man dann die Frontstoßstange mal abnehmen will, mit diesen nachgerüsteten PDC-Sensoren ist das halt die Hölle. Dann den schönen Prallträger, den ich ja aufgearbeitet habe, hatte ich euch ja gezeigt. Hier unten drunter hatte ich ja alles sauber gemacht. Luftfilter haben wir schon gewechselt. Lampen habe ich erneuert und wo ich jetzt dran hänge, war die Geschichte hier mit diesen kleinen, ja, das sind solche, ich sag mal, optische Blenden, die hier unten am Scheinwerfer verlaufen und auch diese Xenon-Düse dann sozusagen durchlassen. Da hatte ich ja das Problem, diese Scheinwerfer, die ich bekommen habe, sind fürs Facelift. Also hier diese spitze Kante, meine Originalen hatten hier so eine runde. Das heißt, da hat die Blende nicht gepasst. Da hatte ich in dem einen Video, ist schon wieder ein bisschen her, verlinke ich nochmal oben zum ersten Teil, hatte ich ja gezeigt, wie ich hier mit dem Dremel an dem Teil ein bisschen gearbeitet habe. Da habe ich jetzt weitergemacht und bin jetzt auf einem sehr guten Weg. Ein Teil habe ich vorbereitet zum Grundieren, das andere Teil habe ich schon grundiert und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. So, hier haben wir jetzt einmal das bereits komplett grundierte Teil. Das ist jetzt natürlich auf der Kamera aufgrund der Helligkeit und dem, ja, und dieser weißen Grundierung ein bisschen schwer zu erkennen. Problemstelle war hier vor allem, ich weiß nicht, ob ich das gut eingefangen bekomme. Ne, da habe ich jetzt hier mit dem Dremel und mit dem Schleifpapier, es ist nicht hundertprozentig, ich bin kein Karosseriebauer, aber so passt auf jeden Fall der neue Scheinwerfer wunderbar rein. Ich kann also die Blende wieder montieren. Das muss jetzt noch austrocknen. Wenn das ausgetrocknet ist, mache ich hier eine Schicht schwarzen Lack drauf. Ich habe jetzt keinen passenden Blauton und ich würde es wahrscheinlich auch sowieso nicht hinbekommen. Hatte ich ja auch schon mal erwähnt, auch wenn ich das zu Lackierern gebe, war ich bisher immer unzufrieden. Es hat nie vom Ton her gepasst. Deswegen mache ich das einfach schwarz. Dieses kleine Teil, das stört dann nicht unterhalb vom Scheinwerfer, das macht nichts aus. Und jetzt zeige ich euch das andere, was ich schon angeschliffen, aber noch nicht grundiert habe. Hier haben wir jetzt das bereits angeschliffene Teil, das werde ich noch ein bisschen weiter anschleifen. Ich hatte jetzt eine Schicht mal angeschliffen und dann mit Silikonentferner geschaut. Wir sehen auch hier verschiedene Steinschläge. Das geht dann alles mit der Grundierung, mit dem Primer, mit dieser Füllgrundierung geht das dann weg. Dieses Teil war sogar gebrochen original. Oder was heißt original? Also als ich das Fahrzeug übernommen habe, war das hier gebrochen, hier war ein Riss. Das Ganze habe ich dann entsprechend auf der Rückseite, kann man das noch ganz gut sehen. Komm, Kamera, stell scharf. So, auf der Rückseite kann man das noch ganz gut sehen, mit entsprechenden 2-Komponentenkleber, also dieses Granulat und dann diese Flüssigkeit geklebt. Das habe ich auch hier oben gemacht. Hier oben musste ich es allerdings natürlich wieder runterschleifen. Da werde ich jetzt auch nochmal drüber gehen, dass das schön glatt ist, wobei das eigentlich schon eine sehr gute Oberfläche hat. Hier, wie gesagt, noch ein bisschen mehr anschleifen. Dann grundiere ich das hier auch und wie gesagt, werde das auch schwarz-matt lackieren und für euch geht es jetzt gleich im Video weiter. Für mich geht jetzt ein bisschen Zeit ins Land und dann geht es vorne weiter am Stoßfänger, beim Einbau der Scheinwerfer und beim Ansetzen der Stoßstange. So, wie eben beschrieben, habe ich jetzt ja angeschliffen, grundiert, lackiert und jetzt sogar auch noch 1-2 dünne Schichten Klarlack, matter Klarlack in dem Fall aufgetragen. Bis zu dem Klarlack läuft es bei mir immer gut. Mit dem Klarlack aus der Sprühdose habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, bin aber jetzt mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe da einfach gelernt, extrem wenig aufzutragen, da sonst in der Vergangenheit bei mir immer Nasen entstanden sind bei dem Klarlack. Das ist jetzt dieses Mal nicht der Fall. Dafür ist er jetzt halt nicht so mega dick wie sonst, aber es ist ja auch nur ein ganz schmales Bauteil, was unterhalb vom Scheinwerfer ist. Und dafür bin ich jetzt echt zufrieden. Leider kann ich es noch nicht direkt verbauen. Das muss jetzt ordentlich trocknen. Das werde ich jetzt mal mindestens 1-2 Tage richtig ausdampfen lassen und trocknen und erst dann sozusagen am Fahrzeug verbauen. Ansonsten habe ich auch da die Erfahrung gemacht, wenn ich da zu früh an die Teile rangrabbel mit meinen Händen, dann ist der Lack und auch der Klarlack noch weich. Dann sieht man überall Fingerabdrücke und dann ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Sprich, da muss man einfach ein bisschen Geduld walten lassen. Bedeutet, für euch geht es gleich weiter mit der Montage. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen und warte, dass das hier alles aushärtet. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und jetzt hätte ich gesagt, widmen wir uns dem Zusammenbau der Frontstoßstange. So sieht das jetzt lackiert aus.
Wie gesagt, Klarlack habe ich jetzt auch eine Schicht drauf. Ist natürlich kein 1000-prozentiges Ergebnis, aber ja, ich denke, im verbauten Zustand wird das dann sehr gut aussehen. Ob das wirklich so ist oder ob noch irgendwelche Probleme auftreten, sehen wir ja gleich. Bevor es jetzt an den Zusammenbau geht, wollte ich euch noch zeigen, ich habe jetzt die ganzen Kabel, wo ich ja die Stecker neu gemacht habe, sodass man das schön an- und abstecken kann, habe ich jetzt hier ummantelt, an all den Stellen, wo sozusagen die Standardummantelung schon ein bisschen kaputt oder weg war, oder halt jetzt auch an den Kabeln, die ich neu gemacht habe, habe ich überhaupt Ummantelung eben angebracht. Das Kabelverlegen mache ich dann von unten, wenn die Stoßstange montiert ist. An manchen Stellen habe ich jetzt ein bisschen viel Kabel und ja, wollte ich euch nur zeigen, dass ich da eben das Ganze entsprechend eingepackt habe. Und jetzt mache ich die Scheinwerfer fest und wir bauen alles zusammen. Hier mit diesen, ja, mit dem Dremel angepassten kleinen Blenden. Da wird es besonders spannend, aber ich denke, das sollte passen. Ab in den Zeitraffer und mal schauen, wie weit ich komme. So, jetzt habe ich die Stoßstange wieder montiert. Es gab ein kleines Reihenfolgeproblem, weil es schon so lange her war, dass ich die abgenommen habe, dass ich das vergessen hatte. Deswegen das nochmal für euch zur Erinnerung. Wenn ihr die Stoßstange wieder montiert, müsst ihr erst die Stoßstange ansetzen. Und wenn ihr die Stoßstange angesetzt habt, befestigt ihr die Stoßstange hier hinter dieser Blende an dieser Stelle und an der Stelle dort hinten. Und erst wenn ihr das gemacht habt, also die Stoßstange hier sitzt, auch darauf achten, dass ihr sie seitlich fixiert. Und zwar hat es da ja hier diese Schraube, die muss ich dann bei Gelegenheit noch erneuern. Da hatte ich jetzt leider keine passende neue Schraube. Aber da wird die Stoßstange hier oben gehalten. Bedeutet also hier an den Außenpunkten ansetzen, damit hier diese Kante sitzt. Das ist nämlich wichtig, sonst könnt ihr die Blende nicht sauber montieren. Und eben hier hinten hinter den Blenden auch die Stelle entsprechend vorher montieren. Also 4 Schrauben, um die Stoßstange zu fixieren. Hier auf der Stelle gibt es natürlich auch so eine Schraube, da hatte ich jetzt eine neue, da habe ich eine neue reingesetzt. Und was hier auch war, hier wird die Stoßstange an der Rathausschale befestigt und da war das ausgerissen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir aus einem Stückchen Plastik so ein Rechteck ausgeschnitten und an dieser ausgebrochenen Stelle das noch so ein bisschen, ja, diese verfransten Sachen habe ich weggeschnitten, das angefeilt, angeschliffen, das ausgeschnittene Plastikstück auch angeschliffen und dann das mit 2 Komponentenkleber hier angeklebt, damit ich hier das Ganze wieder montieren kann. Das habe ich leider nicht gefilmt, weil das hier an der Ecke sehr eng ist und ja, da habe ich das einfach nicht hinbekommen. Aber das ist auf jeden Fall immer eine Option, wenn ihr so Plastikstücke habt, die ausgerissen sind, dass ihr dann mit einem anderen Plastikstück einfach mit 2 Komponentenkleber das wieder verbindet. Jetzt hält das ist wunderbar. Wie gesagt, wenn ihr die 4 Punkte angesetzt habt, dann könnt ihr die Blenden montieren. Das habt ihr ja auch im Zeitraffer gesehen. Die Blenden hängt ihr hier hinten außen an der Kante einmal ein und dann müsst ihr die Blende hier eben an dieser Wischwasserdüse vorbei drücken und hier hinter dem Grill sitzt auch nochmal ein Befestigungspunkt für die Blende
Ich denke, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich ganz schön geworden. Hier, wie gesagt, wenn man genau hinguckt, sieht man halt, dass ich da mit dem Dremel gearbeitet habe und das keine 100% sind. Außerdem sieht man auch hier noch Steinschläge von vorher. Da hat der Füller nicht alles abgedeckt. Aber ganz ehrlich, ich bin mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden. Das finde ich sehr gut. Grill passt auch. Also für alle, die auch keine von diesen Vor-Facelift-Scheinwerfern mehr finden, für ihren Omega B Vor-Facelift, ihr könnt Facelift-Scheinwerfer nehmen. Das seht ihr ja hier bei mir. Ihr müsst lediglich diese Blende bearbeiten mit dem Dremel. Der Rest passt, ne, weil die Blende ja den Anschluss zum Kühlergrill gibt und die Scheinwerfer passen auch wunderbar zur Haube. Das heißt, oben haben wir kein Problem. Das einzige Problem ist eben hier die Ecke und die Blende. Wenn ihr das bearbeitet, passt wieder alles zusammen. Müsst also nicht komplett auf Facelift umrüsten, nur um die Facelift-Scheinwerfer verwenden zu können. Und jetzt will ich noch eine Sache ausprobieren. Hier sieht das ja schon so ganz abgeratzt aus. Da habe ich mir so ein spezielles Mittel bestellt, das angeblich das Plastik wieder auffrischen soll. Das probieren wir jetzt einmal mal aus. So, und was ich mir besorgt habe, ist hier dieses Plastikauffrischungsset. Angeblich soll man da mit dieser Tinktur die Qualität oder die Optik wieder verbessern können. Das probieren wir jetzt einfach aus. Hier ist so ein kleiner Schwamm dabei. Diese Flüssigkeit, das träufle ich jetzt drauf. Super, es zieht überhaupt nicht ein. Klassiker. So, jetzt schauen wir mal. Na gut, jetzt wenn es feucht ist, sieht es natürlich immer erstmal super aus. Die Frage ist, was dann passiert, wenn es getrocknet ist. Wenn das so bleiben würde, dann wäre das ein mega Ergebnis. So, dann hole ich mal ein Tuch und wische das mal nach. Da jetzt alles wieder zusammen ist, gereinigt, Schrauben ersetzt, den einen Halter dort an der Außenseite von der Stoßstange repariert, sind wir jetzt fürs heutige Video durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Im nächsten Video geht es dann an die Grundreinigung bzw. erste Inspektion auf der Hebebühne. Wie sieht es untenrum aus am Auto? Zahnriemenwechsel, Öl, Getriebeöl und Filter steht ja alles noch an. Fahrwerk liegt dort auch noch und so ein paar Fahrwerkskomponenten. Das heißt, da kommen jetzt noch einige Videos. Jetzt geht es so richtig los am Opel. Aber die Baustelle Stoßstange und Scheinwerfer, die ist jetzt mal abgearbeitet. Ich bin mal gespannt, was der TÜV sagt, weil ich jetzt kein Einstellwerkzeug habe, um zu prüfen, ob ich sie richtig eingestellt habe. Ich denke mal oder hoffe mal, dass der TÜV-Prüfer dann so nett ist und die vielleicht vor Ort justiert. Ansonsten haben die ja Höhenweitenregulierung, also so ganz verkehrt sollte es ja nicht sein. Aber das werden wir dann sehen. Insofern war es das fürs heutige Video. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.